Damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren wundervollen Aufnahme von Vampyr. Ach Mann, Alter, warum muss das Spiel so mit der moralischen kommen? Warum können die nicht ein paar Arschlöcher sein, wo wir uns so denken, ja gut, Alter, den, wenn wir aussagen, das passt. Das ist die Frage, meine Liebe. Wo ist mein Raum? Was ist mit... Hier gibt es keine Hinweise, oder was? Thank you, Nurse Crane. So, wer bist denn du? Dr. Strickland, hast du noch was zu sagen? Dr. Strickland. And good evening to you, Dr. Reed. Can I be of any help? Oh, ich kann vielleicht bald mal so ein bisschen einen kleinen Tropfen Blut gebrauchen, aber fürs Erste, mein Freund, brauche ich dich nicht. I'm quite busy right now, Dr. Reed. Ihre Gedanken zu Stricklands Forschung würde ich gerne hören, Alter. Tell me, Waverly, what do you think of Dr. Strickland's enthusiasm for his experimental research? Strickland is playing with his patients' lives for pride and glory. Now that, sir, is unethical. Are you thinking about something in particular? Harvey Fiddick needs delicate surgery. I believe we should stick to the usual procedure, but my young colleague obviously disagrees. And are you not afraid that your rivalry with Strickland may be blinding you? Rivalry? I guess you could call it that. But I will never be childish enough to let my personal feelings affect my judgment. Ich sag ja, ich glaube nicht, dass der so der ehrgeizige, eingebildete Egomane ist. Why do you wish to lead this surgery? I strongly believe that Mr. Fiddick should not be butchered to test an unproven procedure. Ich vertraue Ihrem Urteil. Sie werden für jedwege Folgen gerade stehen. Konservativer Ansatz. I really hope you're right about this, Dr. Aykroyd. I'm trusting your judgment on this. I'm not the kind of man who runs away from his responsibilities, Dr. Reed. There is no need for you to be looking over my shoulder. Thank you for your time. Na gut. Aber haben wir dem jetzt das okay gegeben, dass der den Boy operiert, oder? Good evening, Dr. Strickland. And good evening to you, Dr. Reed. Can I be of any help? Goodbye, Dr. Strickland. Okay, und alles, wo es scheinbar noch Fragen zu stellen gibt, ist weiß markiert. Das ist gut zu wissen. Ja, Leute, wir werden noch ein bisschen quatschen müssen, I guess. Was dann wieder Aktion gibt, aber ich meine, klar, wir sind halt hier auch gerade frisch im Krankenhaus angekommen. Da ist natürlich erstmal einiges zu machen. Ein Haufen Leute, mit denen wir quatschen müssen. Zerknitterter Brief. Meine Liebste, ich konnte endlich das Geld für die Gebühr auftreiben, die der Krankenwagenfahrer dafür verlangt hat, dich ins Krankenhaus zu bringen. Bitte mach dir keine Sorgen und werde einfach gesund. Ich habe mich um alles gekümmert. Ich habe einige unserer Nachbarn gefragt. Ihnen zufolge ist dieser Mr. Hooks eine Art ehrlicher Gauner. Er mag zusätzliches Geld für ein Bett verlangen, aber das bekommt man dann auch. Bitte entschuldige, dass ich zunächst nicht zahlen wollte. Deine Genesung steht an erster Stelle, das ist mir nun bewusst. Offenbar genießt das Pembroke Hospital einen guten Ruf, trotz des schlechten Benehmens dieses Milton Hooks. Ich verspreche dir, dass nun alles in Ordnung kommt. Ich komme dich schnellstmöglich an deinem sauberen Bett besuchen. In tiefer Liebe, Nicolais? Nicolais. Arme Sau, Alter. Ja, mit dem Hooks müssen wir auf jeden Fall mal quatschen, ey. Können wir noch ein bisschen Leichenschändung betreiben hier, finde ich gut. Von nichts kommt ja nichts. Erkennen wir schon den Zettel? Ihre Stadt braucht sie. Jedes Leben, das durch effiziente medizinische Hilfe gerettet wird, ist ein Stich ins Herz der Epidemie.
Freiwillige machen den Unterschied. Melden Sie sich beim nächsten Registrierungsbüro des Büro des Ministeriums für Arbeit und Wehrdienst oder schreiben Sie an 15 Kingsways, London. Ich würde hier ehrlich gesagt ganz gerne reingehen. Frag mich, ob wir ändern können, wenn der Typ hier wieder reingeht. It's locked. Und das hier ist verschlossen, Alter. Wer bist denn du? Gehst du jetzt da rein? Offensichtlich nicht. Good evening. I'm Dr. Reed. Always a pleasure to meet a colleague, sir. Especially when he was supposedly dead. A colleague. Are you a doctor too? Not anymore, sir. I used to be Dr. Rakesh Chadana. Now, I'm just Mr. Chadana, pawnbroker and humble guardian of this morgue. What do you mean, you used to be a doctor? Was your license revoked? No, sir. It is just that I like to be precise. I run a little pawn shop while taking care of the dead. But I used to be a real doctor. Wir leben in London. Erzähl mir mal was. Keine Angst vor den Toten. Are you afraid or uneasy being surrounded by so many corpses? Why should I? These bodies are empty vessels. Flesh left to decay. Poof. No soul anymore. All gone. How did you get this job? After I left the army, I worked as an undertaker down by the docks. Der Undertaker. A Ach dangerous was. place with many an unpleasant business there. Milton Hooks helped me get a job here. Aha, das ist ja interessant. An interesting point of view. And quite an exotic one too. Most people fear or at least have a respect for dead flesh. Sir, as a medic during the war, I learned to face my death and the death of others. It's the pain we have to tame, not death itself. Recht hat. Have we met before? I don't think so, sir. Why? When we first talked, you said you were glad to meet me since I was reported dead. Funny story, sir. Your sister came here a few nights ago. You were missing, and she was looking for your body. Oh nein. She must be very relieved now. Wenn du wüsstest, mein Freund. Do you work here alone? Yes, very easy work, sir. All I have to do is watch a few bodies. The situation was very different when the main morgue was still open. Why do you have to watch these bodies? Because these poor fellows have no names. We keep them in case someone comes looking for the missing. Sadly, very rarely happens. Lol, Alter, die lassen die einfach hier außen rumliegen, Alter. Why close the Ach, du hospital's Scheiße. main morgue? It was for sanitary reasons after the beginning of the epidemic. Cadavers had to be moved to the nearest mass grave. Auch krass, ne? Vom ganzen Massengräber und sowas. Dafür bräuchten wir noch einen Hinweis. Ja, wir quatschen erstmal mit ihm und dann gucken wir, was er zu verkaufen hat. I expect you get all types of people here. Yes, sir. All kind of people. For I sell all kind of goods. Who comes here to trade with you? It's very unhygienic, even unsafe. Diseases can spread. For the customers, for the hospital. I'm very cautious, sir. I've been a doctor, remember? Das ist eine And all beruhigende my Stimme, der clients Bruder. are good people. In fact, I think I only know good people. What kind of goods? With the quarantine, it's not always easy to buy things. So I trade, I exchange. Some people sell, some others buy. I like to help. Mann, die sind hier alle so freundlich und Since you're toll not afraid und of dying, do you believe wir in werden die life alle after death? aussaugen, Alter. Scheiße. I believe we must do all the good we can while alive. For our time is short, and the obstacles are endless. Do you think you would enjoy immortality as a concept? I don't think so. Don't mistake me. I love life, and I'd like to live a long life. But everything has to decay, sir. Even goodwill. Do you really believe goodwill cannot last? As I said, sir,
everything decays. If I was to never die, goodness, I would be bored or worse. And I like to be helpful, sir. Quite depressing, wouldn't you say? Yes, but the good news is we'll all die before losing our humanity, sir. So you're ready to die? No, I am not. I don't fear death, for I won't see it. What troubles me is the pain my death will inflict to those I know. You're a wise man, Mr. Chidana. No, True. Dr. Reed, I am a foolish man. But I like to think otherwise. Ich finde den gut, Mann. Ich will den eigentlich auch nicht aussaugen, Alter. Mich wundert's ja auch, Rollo, dass du so sehr dafür bist, dass wir unserer inneren Bestie freien Lauf lassen, Mann. Ja gut, da brauchen wir jetzt halt noch Hinweise, ne? Was Please hast du show denn me ein what bisschen? you have. Of course. Was hast du denn hier? Eine rätselhafte Formel. Diese auf ein Stück Papier geschriebene Formel scheint komplex zu sein. Sie muss analysiert werden. Kaufen wir. Dafür gebe ich gerne Geld aus. Opium. Ich würde ganz gern mal alle Patronen verkaufen und mich würde nämlich mal interessieren, ob das dann wirklich alles wieder aufgefüllt wird, ey. So, aber wann macht der jetzt hier mal auf? I'm sorry you ended up on my plain and cold medical bench, sir. I understand you must be very angry about this unfair situation. I managed to arrange to have you buried in the same mass grave as your wife. I hope that might help. Irgendwas ist da, Alter. Untersuche die Taten des Bürgers. I'm sorry you ended up on my plane. I understand you must be very angry about It's this locked, unfair all right. situation. I managed to arrange to have you buried in the same mass grave as your wife. I hope that might help. Okay, möglicherweise. Come now, we can handle this. Kann man hier irgendwo hin? Ich glaube aber nicht, oder? Doch. Ah. Haben wir das auch gleich You gecheckt, don't Leute, mind if geil. I search your pockets? Do you, sir? You won't need any of these anyway. I'm not stealing from you, mister. I'm only redistributing your belongings to people who need them more than you. You see, no one has claimed your body, sir, so it would be such a shame to bury you with your valuables. I will not forget you, sir. And I thank you for your generous donation. Gute Donation gibt's also. So. Ich glaube, mit dem Herrn müssen wir direkt nochmal quatschen hier, Mann. Also irgendwie hat das hier, erinnert mich das Game auch stellenweise so ein bisschen an Sherlock Holmes, Alter. Wir haben ein bisschen was von einem Detektiv, It's muss ich locked. sagen. These sad and faded walls are all I have to offer as a final resting place. This is a poor hospital, you know. Da kommt vielleicht noch was oder der wiederholt's nochmal. Such a pleasure to see you again. Bestehen die Toten, ja? How dare you steal from the dead, Rakesh? Ja, haben wir auch gemacht, what your Alter. pawnbrokers is really about? These people are dead, sir.
what they possessed could be useful for the living. And I'm sure they would agree if they could speak. Dr. Swansea sollte davon erfahren. Sie könnten in den Knast wandern. Erweisen Sie den Toten Respekt. Also ich finde, erweisen Sie den Toten Respekt ist ein bisschen heuchlerisch von uns. Wir könnten in den Knast wandern, ist eher so Warnung und das hier ist halt fast schon eine Drohung, Alter. You may be right, but you'll go to jail if you're caught. If ever I have to go to jail, I'm sure I'll find a way to help people there, too. How dare you steal These people... You may be right. If ever... Okay, aber da können wir die Antwort nicht nochmal wählen. So, da ist halt jetzt die Frage, ob wir... Goodbye, Mr. Chidana. Wir hätten den irgendwie erpressen können hier wegen der Kiste oder so, aber mal schauen, was da noch kommt. Wir hätten ihn halt verpfeifen können, aber... Ich habe jetzt nicht wirklich gesehen, was da der Mehrwert wäre für uns. Hospital voll. Wir schon, oh, wir haben sogar ein bisschen Spiegelbild. Aber unser Gesicht sieht man nicht. Boah, sorry. Ja, warte mal. Also irgendwie ist das Spiegelbild eh ein bisschen sass. Wer hat das mit dem Nicht-Husten? As for me, what a blundering idiot. Wir haben noch nicht mal unser Büro gesehen und haben hier schon richtig Arbeit geleistet. So. Bist du diejenige, die hier klaut? Good evening, Nurse Hawkins. Good evening, Dr. Reed. Eine persönliche Frage. Okay, ich habe keine persönliche. Ich habe eine... Auch keine Frage. Goodbye. Tschüss. Schwester, ey. Schwester. Quatschen wir noch nicht mit dem. Wir gucken uns mal hier noch nach rechts um. Vielleicht gibt es ja noch mehr, was wir dem vorwerfen können. Ich glaube, hier drin waren wir auch schon, oder? Nicht Hustenplakat. Gute Horcraft. Oh Junge, was ist denn mit dir passiert? Da kommen wir nicht rein. Neues Sammelobjekt. Über den Gebrauch von Knoblauch und Holzpfählen. Geschätzte Brüder, ich will eure Aufmerksamkeit auf einen sehr wichtigen Punkt lenken, den Gebrauch von Knoblauch zur Abwehr von Vampiren. Seien wir diesbezüglich ganz deutlich, Knoblauch wird uns niemals gegen diese Kreaturen beschützen. Es ist egal, wie frisch, stark oder stinkend er ist. Knoblauch ist als Verteidigung völlig nutzlos. Ich kann nicht genug betonen, wie schädlich dieser Roman von Bram Stoker war. Und ja, natürlich legt die Bevölkerung in slawischen Ländern Knoblauchzehen an die Särge. Ja, die Bewohner der Insel Santorin hängen Knoblauch in ihre Fenster. Es gäbe so viel über diesen Ort zu berichten. Und ich werde hoffentlich bald zurückkehren und die okkulten Bräuche dort erforschen. Sorry. Doch macht man dies nicht, um die Lebenden vor dem Teufel zu bewahren. Die Toten sollen sich so ihrer Bosheit bewusst werden. Es ist ein Zeichen, nicht mehr und nicht weniger. Darum ja, inbrünstig ja, tragt, zeigt und hängt Knoblauch auf, zeigt den Schatten, dass ihr keine Furcht kennt. Doch wenn ihr nach übernatürlichem Schutz sucht, so müsst ihr viel tiefer an den vergessenen Geheimnissen der okkulten Bräuche suchen. Hier liegt die Wahrheit, meine Brüder. Knoblauch vertreibt Vampire nicht, aber alle frischen Pflanzen verletzen sie. Es ist, als könnten ihre Körper die Berührung mit botanischen Elementen nicht verkraften. Ich habe gesehen, wie ein wilder Wulpe davonlief, als man ihn mit einer Rose schlug. Einer einfachen fucking Rose.
Ich habe einen gewaltigen Eckon zu Boden gehen und um Gnade flehen sehen, als man ihn mit einem Holzpfahl traf. Ich weiß nicht, wieso es so effektiv ist, und ich würde meinen linken Arm hergeben, um die Antwort auf dieses Rätsel zu finden, aber es bleibt trotzdem eine Tatsache, dass Vampire sehr empfindlich auf frische Kräuter, Pflanzen und Hölzer reagieren. Aus Im Angesicht der Schatten, wie und warum, von Usher Taltree, Primas von St. Paulus. Es gibt scheinbar verschiedene Formen von Vampiren. Ist uns natürlich, also ist Leuten, die Witcher 3 gespielt haben, natürlich nicht neu. Aber scheint auch hier in diesem Game übernommen worden zu sein. Ja, jetzt haben wir aber nicht so viel rum, Junge. Good evening, sir. Can I help you? Unless you're here to fix my face. No. I don't think you can help me. I'm Dr. Reed. I've recently taken the position of head surgeon here. War injuries, am I right? You guessed right, Doctor. German shell took my pretty little mug right off. But they still call me Thomas Elwood. Thomas Elwood. Aha. Wie gefällt es Ihnen denn bei uns? How is your stay with us, Mr. Elwood? Oh, it's bliss. I just escaped death in the trenches to be surrounded again by the moans of the dying. Can I ask you precisely why you're a patient here? It's the pain, sir. The drugs don't work. It just hurts under the scars, if you get my drift. Ich krieg deinen Drift, ja. Can I do anything for your pain? Nurses gave me a bunch of pills. No effect. Told you. It's like the flames are under my skin, burning away. Kann der Bruder gesund sein? Der muss doch irgendwas... Aber hier auch nichts geändert, ey. Wer Who behandelt is dich? treating you? Is someone in particular looking after your case? Nobody since the old and tired doctor spoke to me. Started to think I was forgotten about. Wouldn't blame you. You don't seem worried by that. My face hurts so much more when I smile or cry. I've learned it's easier not to speak. But be assured I'm smiling inside. Mann, die tun mir alle so leid, Alter. Haben Sie lange gedient, mein Freund? Where were you stationed, sir? Did you serve for long? I really don't want to talk about all this shit. No offense. I was pushing too much. I served in France myself. I just wanted to know what happened to you. You were an officer, weren't you? Then I doubt we fought the same war, sir. No offense. How close are you to Miss Horcroft? Are you aware that she thinks she is a vampire? To wait for her next nibble is the best reason to stay here. Every time she approaches my bed, she treats me like something tasty. A normal person. Aren't you afraid? She may hurt you if the game goes too far. She's quite harmless, I can assure you. Her head's broken inside is all. While I'm busted on the outside. But she's still beautiful. Living proof that there's hope for me. Lassen sich von ihr beißen? So do you let her bite you? You know that's not sanitary. And why not? She's only supping a few drops of me blood. And the pain, it's real for once. She could decide to bite less willing patients. Then it's another good reason for me to stay here, Doctor. You do realize she's mentally disturbed. It's called the Cotard syndrome. She truly believes she's a vampire. In her madness, she never refers to my scars. And frankly, if I could, I'd join her world. It seems much more fun than the real one. Aber du hast auch schon gar nichts, Alter, ne? Goodbye for now, Mr. Elwood. Ich wollte gerade sagen, bis später, mein Freund. Damn. The pain. Ich glaube, Ihnen würden wir einen Gefallen tun, wenn wir ihn aussaugen, Alter. Good evening, Mr. Hampton. How do you feel? Dr. Reed, is it?
Oh, sir, I must apologize for my behavior. What do you mean? I was not myself in the factory. Fear and exhaustion made me say awful things to you, I'm afraid. You remained perfectly nice and polite. A little delirious, perhaps. But who wouldn't be after enduring an abduction? Thank you, Doctor. That's a relief. Now all I need to do is rest and return to my flock. How did you end up in William Bishop's den? I had received alarming news about his recent behavior. I went to his place and he refused to let me go. You dared to enter this awful place alone. You're a hero, Mr. Hampton. Or a fool. I'm just a man trying to help his friends, Dr. Reed. William Bishop was a conflicted soul, searching for light. Why did he Bin ich mir abduct nicht so sicher. Alter. William was an alcoholic. His addiction suddenly changed to blood. I don't know why. Just like a patient I met here. This Miss Hawcroft. Das ist halt die Frage, ob sie wirklich psychisch krank ist oder wirklich ein Do you Vampir ist, know ne? Tom Watts, the bartender from the Turtle? I met him before I found you in the canning factory. Tom? Yes, of course. Always the helping hand, good old Tom. Without men like him, corruption and despair would have wiped out the East End long ago. Who should I avoid in this part of town, then? Any particularly evil figures? Not really. Most men and women are just doing their best. And it's not my habit to speak ill of people I know, Doctor. Gute Einstellung. People are still in despair. How could it be otherwise? The authorities have left us all to rot in this contagious nightmare. No drugs, no advice, nothing. It's a damn shame. Ist ja krass, dass Medikamente auf Englisch auch Drugs betitelt werden, ne? What is the general Wird uns situation einen zu in the denken East geben. End docks? The situation has always been tough, with a lot of tensions between the gangs and the Dockers trade union. The Wet Boot boys are very nervous since they lost their leader. Who leads the gang now? Since Clay Cox went missing, it's his wife Edwina who runs the show, with the assistance of her minion, Booth Digby. Ah, der gute Booth Digby, Alter. Has the gang been threatening you? Ah, no. I've had this nickname for so long, you know, the sad saint of the East End. No one dares to bug a saint, not even criminals. Und eine persönliche Frage. Was machst du beruflich, Alter? What do you do for a living, Mr. Hampton? I can't help but notice the cross around your neck. I manage a night asylum for the poor and homeless of the docks, and I try to guide the lost and hesitant on the right path to our Lord. Und also ein Priester, ja? Are you a priest, Mr. Hampton? A deacon, maybe? Not at all, Doctor. I'm just a man of faith willing to preach the good word. Also ein Prediger. Why didn't you use your cross against William Bishop? To repel him somehow? That's a very strange question, Doctor. A cross is no magical token, if that's what you were trying to say. Not mine, anyway. How do you feel, Mr. Hampton? Medically speaking, I mean. I feel exhausted. Beyond exhaustion, actually. William drank so much of my blood in his madness. I feel empty. You're in good hands here. Dr. Swansea is well versed in blood transfusion, and I'm sure he'll take the best care of you. Thank you, sir. I believe all I need is rest. And then I can go back to the people who need me. Have you made friends since you arrived? Not really, but I recognize Miss Harriet Jones. I knew her when she lived by the docks. That poor woman had such a miserable life. You never came to see her here at Pembroke? Receiving visits when sick can be an important part of the healing process, you know. We're not just bodies. You're preaching to the converted now, Doctor. To be truly honest, I thought she was dead. She left the docks many months ago. Goodbye, Mr. Hampton. We'll talk Gut, mein again Lieber. later. Er war also auch nur da, weil er helfen wollte. Hier liegt irgendwas. Oh, wo sind sie denn, unsere kleinen Ganoven, Alter? Der Milton Hooks auf jeden Fall. Aber erstmal quatschen wir mit der Gwyneth.
Good evening, Nurse Brannigan. Good evening, Doctor. Oh, meine Liebe. Warte mal, warum ist hier noch... Warum ist das hier noch weiß? Warte mal, ich dachte, die hängt auch irgendwo mit drinne. Call me if you need assistance. Die Gewinnes, Alter. Wo die da unten? Wo ist denn der Hux? Hux, mein Freund. Mit der Quinef können wir deswegen nicht quatschen. Ich weiß nicht genau warum, Alter. Neun Meter, aber hier ist der nicht. Er war doch gerade eben noch hier. Da ist er doch. Oh, ein bisschen quatschen hier, mein Freund. Good evening, Doctor. Still trying to save lives? Ihr zweifelhafter Ruf, mein Freund, ist mein Problem. Why do you have such a mediocre reputation among your colleagues, Milton? Fuck them. Nobody knows the horrors I've seen since working here. This city was sick long before the epidemic, Dr. Reed. I know it's a difficult task, but correct me if I'm wrong. Is this not the job you are paid to do? I've seen babies left to die while their brothers were properly fed. Underage girls and boys sold to all manner of perverts. I'm sorry, I don't know what to say. Yeah, exactly. We lack words. So excuse me if I don't look on the bright side of life. Oh, was ist denn damit, dass du die Leute erpresst, Junge? Tell me why you're extorting money from some of the patients here. If a patient wants a bed, he'll have to pay me a little fee. That's all. Where did you get the idea for such an immoral scam? Funny you should ask. The first time it was from a patient who bribed me to get a bed. It's only then I realized I could make a fortune. Do you know that Nurse Hawkins is thinking of leaving the hospital? That's not a surprise. We've talked about it already. Does it not bother you? Sometimes I think she may be right. We should run away while we can. Question is, where can we go? Where is it safe? Ich verstehe. Aber war doch noch jemand mit involviert. Na gut, wir schauen uns mal oben um. Das ist der Dr. Schwanzi. Dem sollen wir aber gerade nicht. Nichts zu plündern, hier kommen wir nicht rein. Hier gibt es halt 6000 EP, ne? Aber wahrscheinlich auch, weil den auszusaugen nicht so der gute Plan ist. Und wenn man das macht, dann muss es sich schon lohnen. Was haben wir denn hier? Eine abgenutzte Säge. T. Elwoods Patientenakte. Patient Thomas Elwood
Männlich, Alter 28, behandelt von Dr. Tibbets, Zustand genesend. Datum der Einlieferung 16. September, Datum der Entlassung noch offen. Anmerkungen. Das Gesicht des Patienten ist durch einen Bombentreffer im Krieg stark verbrannt und entstellt. Selbst unter dem Einfluss stärkster Beruhigungsmittel verursachen ihn die Wunden laut eigener Angabe regelmäßig starke Schmerzen. Es sei, als ob die Flammen noch immer unter der Haut brennen, sagt er. Untersuchungen des Narbengewebes geben keinerlei Aufschluss auf Entzündungen, Infektionen oder Schwellungen. Die Narben sind in Ordnung. Könnte es ein Fall fortdauernder Nervenschädigung sein? Der Patient gibt sich unentwegt selbst die Schuld an seiner Entstellung. Leidet er vielleicht am Überlebensschuldsyndrom, an Phantomschmerz, der sich als Bestrafung dafür manifestiert, dass er nicht gemeinsam mit seinen Kameraden den Tod gefunden hat? Könnte sein, ne? Dass es eher so Phantomschmerzen sind oder sowas. Einen wundervollen, wunderschönen guten Abend, mein Lieber. Ich grüße dich. Hier können wir auch nicht rein. Wer ist hier? Dr. Ried. War scheinbar nicht drinne. In seinem Büro. Wir können mal gucken, ob wir reingehen können. It's locked. Auch verschlossen, okay. Es gibt also scheinbar mehrere verschlossene Kisten. Wenn wir dafür erst Schlüssel brauchen oder so. This must be the place. It's definitely away from prying eyes. Relegated to the shadows. A kingdom of my own. At least I won't be sleeping in a coffin. Wir sind ja Dr. Reed, Alter. Ich erinnere mich. Wieder komplett vergessen, Alter. So, wir können hier schlafen. Acht Patronen haben wir gekriegt. Okay, also wir kriegen nicht immer unendlich Patronen wieder. Weiß nicht, ob man die einmalig holen kann oder... Mal gucken. Dr. Swanseas Nachricht. Verehrter Jonathan. Schwester Dorothy hat auf meine meine Weisung hin ein Büro für Sie im 1. Stock eingerichtet. Bitte entschuldigen Sie die dürftige Ausstattung, doch das Pembroke Hospital ist keineswegs das Ritz. Es tut mir auch leid, dass Sie das Büro alleine suchen müssen. Ich muss noch etwas schlafen, bevor ich weiterarbeite. Ich bin eben nur ein Sterblicher. Ich habe zusätzlich verordnet, man solle Sie etwas ausruhen lassen und niemals Ihren Raum betreten. Sie können ohne Störungen tagsüber schlafen und ohne Verdacht zu erwecken nachts arbeiten. Ich fürchte, hier ist alles etwas unordentlich, aber wenigstens können Sie hier Ihre Experimente selbstständig durchführen. Ihnen wird das offene Fenster mit dem Gerüst davon auffallen. Es ermöglicht Ihnen jederzeit unbemerkt im Krankenhaus ein- und auszugehen. Ich kann mir kaum vorstellen, wie fürchterlich neu und verstörend all das für Sie sein muss. Glauben Sie mir, ich habe genug über Ihre Spezies geforscht, um zu verstehen, was Sie nun durchmachen und fühlen müssen. Ich werde alles in meiner Macht Stehende tun, um Sie bei dieser Prüfung zu unterstützen. Seien Sie versichert, dass Sie mit all dem nicht alleine dastehen. Ich bin froh, Sie in dieser finsteren Zeit getroffen zu haben. Unsere zukünftige Zusammenarbeit wird sicherlich bedeutende Früchte tragen. Willkommen im Pembroke, geschätzter Kollege. Wir sollten uns bald unterhalten. Mit freundlichen Grüßen, Edgar Griffith Swansea. PS, ich habe Ihnen einige Notizen über meine Entdeckungen über Eckhor dargelassen. Sie können sie lesen, wenn Sie eine Orientierungshilfe brauchen. Verwenden Sie dieses Wissen aber nicht, um mich zu übervorteilen. Was heißt übervorteilen? Irgendwo kommt man hier raus. Dann gib mal Water, Alter. Pack mal, baller mal ein bisschen Wasser rein. Können wir nicht, oder was? Okay. Artikel über Eckhorn. Es ist eine seltene Gelegenheit und beinahe ein Privileg, sich einem Vampir zu nähern, ihre faszinierenden physischen und psychologischen Merkmale mit wissenschaftlichen und rationalen Augen zu betrachten. Dies sind ein paar der interessantesten Fähigkeiten, die ich persönlich beobachtet habe, während ich über die letzten 10 Jahre Vampire oder Eckhorns, wie sie sich selbst nennen, befragt habe. Übernatürliche Geschwindigkeit. Ein Vampir kann sich in jeder Lage wie ein Sterblicher verhalten und bewegen, aber ein geübter Blick erkennt, dass sie besonders scharfsinnig sind und schneller als jeder Sterbliche reagieren können. In einigen seltenen Situationen, Furcht, Überraschung, Fluchtbedürfnis, sah ich, wie ein Vampir sich so schnell bewegte, als würde er einfach verschwinden und woanders wieder auftauchen. Das menschliche Auge kann ihren Bewegungen nicht folgen, wenn sie so schnell sind, doch zaubern sie nicht und lösen sich auch nicht auf. Es ist nur ihre übernatürliche Geschwindigkeit. Für mich ist dies eine katzenartige Eigenschaft. Sie können so schneller und weiter als wir rennen, springen und ausweichen.
Ich habe weiterhin bemerkt, dass diese Geschwindigkeit erschöpft und dass sie an physikalische Grenzen gebunden sind. Okay. Mesmerismus. Eine der mächtigsten Fähigkeiten der Vampire ist es, Sterbliche dazu zu zwingen, ihnen zu gehorchen. Ich nenne dieses Mesmerismus. Es hat aber nichts mit den Fähigkeiten der Sterblichen zu tun, ein Subjekt in einem anderen mentalen Zustand zu versetzen. Ein Vampir kann den Willen eines Sterblichen beliebig beugen und sogar brechen. Ein Vampir, den ich befragte, sagte mir, dass je mehr sich ein Subjekt wehre, desto dauerhafter wäre der Schaden. Je mehr sie ein Subjekt wäre, desto dauerhaft wäre der Schaden, da ein Vampir wortwörtlich die Psyche eines Opfers zergliedern kann. Derselbe Vampir erklärte mir, es brauche Zeit, diese Fähigkeit zu meistern. Je nach Subjekt könnte das Ergebnis außerdem stark variieren. Eine falsche Erinnerung einpflanzen, ein schmerzhafte Löschen, die Möglichkeit seien unbegrenzt und beängstigend. Und das Gespür für Blut. Dies ist wohl die schädlichste aller Eigenschaften, da aus ihr so viele Tragödien für die Vampire und für uns entstanden sind. Vampire gieren nach Blut. Sie müssen sich mit ihrem Willen selbst unterdrücken, um nicht fieberhaft jedem Tropfen Blut nachzujagen, dem sie gewahr werden. Es erhält sie aufrecht, nur durch Blut können sie ihre übernatürlichen Fähigkeiten voll ausschöpfen. Obwohl er nicht durch Unterernährung oder Durst sterben kann, kann ein ausgehungerter Vampir sehr schwach sein. Dieser Trieb, dieses Verlangen nach Blut erklärt ebenfalls, warum es Vampire derart in Erregung versetzt. So, ich schätze mal, Blut zu trinken. Ein Vampir gestand mir, der Geruch und die Anziehungskraft von Blut seien so stark, dass es ihn manchmal blind mache. Wenn er sich konzentriert, kann ein Vampir das Blut um sich herum fast sehen. In warmen Körpern, durch Wände hindurch, an vermeintlich sauberen Waffen, etc. Derselbe Vampir verriet mir... Och, was ist denn das immer? Warum switcht das irgendwann ins... Ich raff ich nicht. Derselbe Vampir verriet mir, dass er sehe, ob Sterbliche gesundes Blut haben oder krank seien und dass er in seiner Umgebung in manchen Fällen Krankheiten, infizierte Kleidung und blutige Gegenstände erkennen könne. Sollte dies wahr sein, würde diese Eigenschaften der Medizin unsägliche Anwendungen finden. Es wäre kaum zu glauben. Es scheint mir fast so zu sein, dass daher das Interesse des Doktors für uns kommt. Es sieht die Möglichkeiten. Aber irgendwo hat er doch gesagt, können wir hier raus, Alter. Aber ich sehe keinen Ausgang. Wahrscheinlich meinen die den hier, nur dass wir den noch nicht nutzen können oder so. Sure. So, was haben wir hier? Herstellen. Zu analysieren. Wir analysieren mal das hier. Blutprobe von William Bishop. Regeneriert 300 Lebenspunkte sofort und anschließend 150 Lebenspunkte innerhalb von 15 Sekunden. Ach, krass. Das sind quasi Heilmittel. Lungenentzündung, Bronchitis, Erkältung, Erschöpfung, Blutarmut, Blutvergiftung. Können wir nicht weiter upgraden, sagst du? Zweihändige Waffen. Ich fand die Sense eigentlich echt cool, muss ich sagen. Hat mir gut gefallen. Können wir noch nichts machen? Die Säge. Ist eigentlich nicht schlecht. Oh, wir können Blutpunkte aufnehmen, wenn die Waffe trifft. Das ist ja geil. Kostet uns aber halt mehr Ausdauer, so ein Angriff, ne? Aber können wir das upgraden? Ne, können wir auch nicht. Was kannst du ein bisschen? 3 ist zusätzliche Schockpunkte, wenn die Waffe trifft. Na gut, das Ding können wir eh nur einmal upgraden, also das glaube ich rein für den Anfang. Und unter dem Aspekt hätten wir es wahrscheinlich nicht machen sollen. Okay, hier kann man auch Blutpunkte machen, I like it. Na, muss man mal gucken. Ich glaube, den Shit wiederverwerten wir mal.
Genauso wie die Dinger. Das ist halt die Frage, wollen wir so einen Shit verkaufen oder lieber zerlegen? Könnten etwas upgraden oder scheißen wir drauf. More unstable than human blood and shows extensive mutation. But this is not what happened to me. I must keep on searching. The sun is about to rise. I can feel it. I'll continue tomorrow night. I have so much time now. Das stimmt, das ist nämlich jetzt unsterblich. Ich würde mir aber hier ganz gerne trotzdem noch hier ein bisschen die Stockwerke angucken. Hier geht's nochmal nach oben. Da hinten aber auch. Okay, hier sollen wir wahrscheinlich erst am nächsten Tag hin. Der Kiste können wir nichts machen. Hier geht's nicht hoch. Möglicherweise auch einfach noch nicht. Wir schauen mal noch die andere Seite an. Ja, hier ist auch nichts zu machen. Na gut. Wie schaut denn das eigentlich aus mit denen hier im Krankenhaus? Haben wir jetzt fast alle. Ne, 2 Leute fehlen hier noch. Wir können aber scheinbar auch nicht ewig weit gucken. Na gut, dann gehen wir mal schlafen, Leute. Gehen wir mal ins Bettchen jetzt hier. Und was skillen wir denn mal? Das finde ich eigentlich gar nicht schlecht, glaube ich. Für 600. Es hat halt keine Kosten, Alter, was ich halt geil finde. So, was haben wir hier? Blutbarriere. Schaden absorbieren, okay. Schattenschleier. Umschalten. Du verbrauchst Ausdauer, um in den Schatten zu verschwinden und für die meisten Feinde unsichtbar zu werden. Dich in diesem Zustand zu bewegen, verbraucht mehr Ausdauer. Du verlässt die Schatten, sobald du angreifst oder ausweichst oder wenn du keine Ausdauer mehr hast. Mhm. Das hier finde ich verdammt geil, Alter. Da hätte ich Bock drauf. Auf 500. Gönnen wir uns mal. Und wir bestätigen. If I'm to stay here until my research is complete, I'd better learn to hide my true nature from the mortals. But what about my thirst for blood? Sind wir jetzt hier raus? Ne, immer noch nicht. Status des Bezirks gesund. How is this possible? So, ich würde ganz gern... Oh, wir sind jetzt in Kapitel 2, wie es scheint. Ich würde ganz gerne... hier mal umswitchen. Also das hier ist Heilung. Schattenschleier. Ich glaube, ich würde hier ganz gern mal die Gerinnung drauf machen. Und hier den Angriff, ehrlich gesagt. Dann wir links oben heilen und rechts oben unsichtbar werden.
Kosten 10, Abklingzeit 1 Minute. Hm? Na gut. Was gibt's denn, Schwester? Yes, Nurse Crane? How can I help you? I'm so sorry. I know Dr. Swansea wanted you to rest, but we have somewhat of a crisis. A crisis, you say? Our supply of antiseptics is nearly depleted. I was hoping there was another box up here, but... What type of hospital are you running? No antiseptics? You have been away too long, Doctor. With the war and now this epidemic, supplies have been running scarce for months now. I may have a solution. In France, during the war, drugs shortage was a daily problem, and we had to use our wits to overcome the shortages. However do you mean? If combined correctly, certain household chemical products can be used in a pinch instead. Now, where's the hospital storeroom? The storeroom? Fat chance. This is the Pembroke, and space is luxury we don't have. Everything used to be stored in the old morgue. Perhaps I should look there first. Where is this morgue? It's the large building behind the hospital. You'll need to go in the back door because it's been sealed off for sanitary reasons. Take this key. It opens a small back entrance at the end of a narrow street. The abandoned morgue behind the hospital. A small door at the end of a narrow street. On my way then. Thank you, nurse. Ja, machen wir das. Bringen wir dem mal ein paar Medikamente. Kann ich jetzt hier das Ding It's aufmachen? locked, Nee. all right. Yes, Irgendwas zu Doctor? erzählen, Alter? Exactly how bad is the supply situation here at Pembroke? It really depends. Dr. Swansea deftly works his society contacts for monies, but with the quarantine, well, we're in God's hands. Please, could you point me in the... It's the large boarded-up building behind the hospital. You can't miss it. The key I gave you will open the small back door to it. Okay, ruhen Sie sich nie aus? Why then do you always work the nights? Don't you ever sleep? At the Pembroke, we're always hands on deck. Your dedication to the Pembroke does you credit, Nurse Crane, but when do you sleep? We staff get our sleep when we can, Doctor. Nursing is a vocation, not the labor of a journeyman. Ach du Scheiße, Alter. Die sind halt komplett am Tryharden. Lack of sleep and the medical profession always ends in disaster. I've witnessed many a colleague succumb to stimulants to fight exhaustion. Drugs were as deadly as bullets in the trenches. London's trenches start here at Pembroke Hospital. We are on the front line, make no mistake. That's all for now, Ja. Nurse Crane, thank you. Die hat auf jeden Fall alles im Blick, die Gute, Alter. Aber es stimmt, hier ist alles überall vollgestellt, ne? Not now. Okay. Halt nicht. Doch. Hat er scheinbar Besseres zu tun, der Typ. Zum Elwood hatten wir noch was gefunden. Mit dem können wir mal Good quatschen. evening, Mr. Elwood. Evening, Dr. Reed. Oh, persönliche Frage war es scheinbar nicht. Ja, was war denn jetzt eigentlich der Grund für die Verletzung, mein Freund? Why do you feel responsible for the injury, Thomas? What really happened? I wasn't disfigured by any German shells. It happened during my leave. It was an accident. Was ist wirklich Tell me passiert? what really happened then. I went with a whore in Rouen. Dead drunk I was. The hotel was a shithole. There was a fire that night. Did you start the fire? Were you trying to avoid going back to the front? That's not uncommon, you know. No. It's just that I was asleep when the flames reached the room. The girl was long gone. Bitch never woke me up. Lol. Left me to burn. Oh, das ist auch heftig, Alter. Why lie about it?
come on. It's one thing to come back disfigured by the Germans, and it's another to get injured in an accident that could have happened to anybody. Chirurgie könnte ihnen helfen oder sie können sich nicht ewig verstecken. Ich glaube, wir machen mal den hier. Reconstructive surgery has been very successful for some soldiers. I don't want to wear a bloody mask for the rest of my life. I'd rather stay here and just be forgotten. Hinweis fehlgeschlagen. Why do you... I wasn't... Why? Come on. Reconstruct... I don't want to... Hä, aber warum Hinweis fehlgeschlagen? Was soll denn das jetzt? Einen Hinweis gibt's vielleicht noch. Aber ich glaube eher, wir haben den Hinweis jetzt verloren, weil wir ihm den falschen Tipp gegeben haben. Das ist doch Schwachsinn. Na gut, Junge, wenn es so ist, dann komm mal mit. Ich kümmere mich ein bisschen um dich, mein Freund. Komm mal mit, Alter. Komm mal mit. Nee, wir laufen mal ein Stückchen, Alter. Ich kümmere mich hier um den Doktor, meine Damen. Um den Patient, ja. Keine Sorge. Aber ist es nicht dämlich, den hier auszusaugen? Wir müssen den aus dem Krankenhaus rausschaffen, Alter. Ich will den nicht hier aussaugen, bin ich ehrlich. Good evening, Mr. Elwood. Evening, Dr. Reed. Ach komm, Alter. Ja, wir können den nur hier aussaugen, wie es scheint. Möchtest du unser Erster sein? Hm? So this is how it ends. Farewell, my life, you betrayed me, good. Dieser Bezirk wird bald durch die Konsequenzen deiner Handlungen leiden. Ups. Alright, Alter. Das ist jetzt aber nicht so gut. Das ist jetzt aber wirklich nicht so gut. Oh, da ist jemand Neues. Die ist da drin, aber da kommen wir nicht rein. Och nö. Warum muss denn der Bezirk leiden, Alter? Ach du Scheiße. Ich bin immer gespannt, Leute. Der ist erschöpft, aber können wir dem irgendwie Drugs dafür geben oder so? Good evening, Mr. Dr. Reed. Still working at night, I see. I like that. And why is that? People who don't sleep at night always seem more alive to me. More interesting, one way or another. Können jetzt mit dem quatschen, I see. Do you ever think about that
poor fellow I saw you push in the water. The wound he gave me will make sure I don't forget him. Still fucking hurts. Boss had cut me good. That man was determined to murder you. You almost died. What a surprise. The first time I met him, he nearly shit himself. Fucking coward. I guess revenge gives you balls. Ja, das sind schwierige Entscheidungen, die wir treffen müssen, Leute, bin ich ehrlich. Poor arsehole thought it would be easy to return the favor. Only the strongest survive, then? Survival at all costs. Is that all you think about? I'm the toughest bastard you'll ever meet, Dr. Reed. And I don't give a fuck what you think of me. How is your hospitalization going, Mr. Cox? This is a shitty place with shitty staff. But as long as I'm treated alright, I'll be fine. Das Ding ist halt, wenn die alle so unglücklich sind, man tun wir denen ja eigentlich voll den Gefallen, Alter, damit, dass wir die aussaugen. What's wrong with the Pembroke staff? Außerdem sind wir nur ein Vampir, Leute, wir scheißen auf alles. Alles in unser Blutbeutel. I see. Any other smart comments? The nurses aren't too ugly. Especially that foxy one, Nurse Crane. Wird eh keiner vermissen, Arschloch. Tough attitude, all like that. What's wrong with the hospital? Come on, Dr. Reed. The place is a dump. Smelly, sad, and dirty. But you're alive thanks to the efforts and dedication of the staff here, aren't you? What are you expecting, a medal? I thought that saving lives was just part of the job. Must be an unsatisfactory profession at this time, I'm sure. Besser, Alter. Werden dich so krank aussaugen, Mann, bin ich ehrlich. Heilen mit. Aber weil wir das nicht haben, können wir nicht heilen, oder was? How long do you think you can escape the law, Clay? I know this city like the back of my hand, Doc. I know its streets, who to pay, who to avoid, and who to bully. I won't get caught. Sie werden bald sterben, Alter. Ja, das können wir ihm schon mal sagen, Alter. If blood and violence is all you understand, I'm sure it won't be long before you meet them, Mr. Cox. I ain't afraid of death. I don't hide who I am. I live my life honestly, which is more than I could say for most folks. And who are you, then? I'm the leader of the Wet Boot Boys. One day, I'll leave this shitty place and punch in the face all who thought I would not come back. Neuer Hinweis verfügbar. Aber nicht hier, oder? Verstehe ich noch nicht so ganz. Hat vor, nach seiner Genesung weiterhin der Anführer der Gang zu sein. Ein Mann ist umgebracht, den ihn umbringen wollte. Aber ich glaube, es geht hier um den Gesundheitszustand dann hier in der Stadt oder so. Ich bin mir da nicht ganz sicher. Ah, wird interessant werden, Leute. Der hier ist tot. Thomas Elwood, 28 Jahre, männlich. Mr. Elwood ist ein Kriegsveteran, der mit einer derartig entstellten Gesichtform zurückkehrte, dass niemanden, nicht mal seine Liebsten, ihn erkennen konnten. Er kam ursprünglich nach Pembroke, um seine Wunden behandeln zu lassen, aber er blieb im Krankenhaus. Mr. Elwood war stets in seinem Gedanken verloren, bis er von einem anderen Langzeitpatienten besucht wurde. Dieser Gast war Thelma Howcraft. Eine geistig gestörte Patientin, die überzeugt war, den unsterblichen Körper eines Vampirs bemächtigt zu haben. Ebenso besaß sie den Blutdurst, der mit dieser wahnhaften Überzeugung einherging. Für Mr. Elwood war sie eine vollkommene Ablenkung, die sie aus irgendeinem Grund nicht an seinem Erscheinungsbild störte. Er störte sich nicht an ihrer Scharade und ließ sie sogar sein Blut trinken. Als es jedoch darum ging, sich einem echten Vampir hinzugeben, war er wesentlich unkooperativer. Hier fehlen uns halt noch ein paar Hinweise. Die Frage ist halt, ob wir diese Hinweise vielleicht über ihn bekommen hätten. Vielleicht war es zu voreilig, ihn zu töten. Ich weiß es nicht.
I'll leave you. Miss, please, I feel sick. Get over here now. Eben schon, mein Freund. Haben wir irgendwo Hauptquest, örtliche Untersuchung, gefährdete Bürger, Ereignis, Unterschlupf von Nutzer der Implementierung, lauschen. Aber haben wir irgendwo sowas wie Quest? Da haben wir nur die Hauptquest rein, Bürgermenü. Jetzt unsere Nebenmission oder was? Hier waren wir schon, ne? Ich finde auch die musikalische Untermalung gefällt mir sehr gut. Muss ich sagen. Ach, hier kann man aber raus, oder was? Was ist denn das hier überhaupt für ein Raum? Hier waren wir doch gar nicht, ne? Na komm ran, Bruder. Die Ausdauer runter. Dann können wir die schocken und dann aussaugen. Geil. Oh, jetzt tschüss. Also Kampfsystem ist sehr geil, Leute, bin ich ganz ehrlich. Kampfsystem fühlt sich richtig, richtig gut an. Oh, hier ist auch wieder der boshafte Skal. Also die scheinen immer zu respawnen. Das finde ich noch ein bisschen merkwürdig, das Konzept. Dass die immer respawnen, aber gut. Hat immer wieder EP, Loot scheinbar nicht. Oh, das sind gleich 2. Und den hier müssen wir am besten aussaugen. Dass der die Targets, die Targets so switcht, finde ich ein bisschen doof. Aber ist für uns natürlich kein Problem. Fotografie in einer Brieftasche. Dieses Foto eines verliebten Pärchens. Auf der Rückseite steht Milton und Pippa für immer. Ach was. Mr. Hooks and Nurse Hawkins are an item. Das ist ja interessant, Alter. Okay, aber nicht vorbei genug, Alter. Bin ich ehrlich. Hier sind also überall schäbige Kranzkreaturen. Also solange wir Blut haben, sind wir echt mächtig. Und dieser komische Clownschlag ist halt auch, Alter, richtig geil. Ehrlich. Ah, und hier sollen wir eigentlich rein, sagst du? Quarantäne-Krippe. Betreten dieses Bereiches nicht, also betreten Sie diesen Bereich nicht. Im Auftrag des Gesundheitsministeriums Gesundheitsbeauftragter. Oh, und wir sind schon wieder bei 1:09, Leute. Das heißt, wir machen da wieder einen kleinen Cut für die lieben Leute auf YouTube. Ich bedanke mich fürs Einschalten.
und bis zur nächsten Folge. Tschüss.